Wir sind hier heute bei MJ Freeway im besten Bezirk in Denver. Amy Poinsett, die CEO der Company, wird uns jetzt bald noch ein bisschen was dazu erzählen, wie diese Firma entstanden ist, was sie genau macht und ja, wie sich das alles im Laufe der Legalisierung entwickelt hat. Ich bin sehr gespannt. Hi Amy, thanks for having us. Welcome, we're glad to have you here. You have like a background industry group, or not group, company for the marijuana industry. What exactly do you produce and what do you deliver to the industry? That's right. We're what's called an ancillary company. So our company provides services and software to the industry. We don't actually deal directly with the cannabis plant. We support the businesses that do. So what we make is software, a business software platform for cannabis businesses. We have tools for growers to help manage their cultivation. We have tools for infused product manufacturers. And we have tools for dispensaries to help them with inventory and point of sale. Okay. And when did you start with this company? We started in 2010. Mm-hmm. And that was at the time when there was only medical cannabis in Colorado? Yes, and no regulation at that time. It was very early on in the process. We knew that regulation was coming, and we knew that software and technology tools could help businesses comply. One of our main goals for the company is compliance. We guarantee to our clients that we will meet or exceed any requirements in any state for tracking cannabis. Okay. So you operate in other states too? Yes, we're in every state in the US that has a cannabis regulatory model, and we're also in several international countries. Wow. So, in that time, how big was your company, like in 2010, 2011? Mm-hmm. So we started, my business partner and I started the company in January. We had some contract developers working with us at that time and released our first product in July of 2010. The company started growing. We had a few employees. I think we maybe had 4 employees by the end of 2010. Currently we have 35. Wow. So, yeah, lots of growth. Yeah. Lots of growth in the last That's few years. directly bringing me to my next question. 2014, the legalization, Amendment 64. How did this work for you? How did this change your business? And how were the effects on Colorado and Denver itself? Maybe you can talk a little bit. Sure. I mean, I'm sure many people have seen the news stories of lines out the door at dispensaries, people driving in from other states trying to buy cannabis here in Colorado. It was a very exciting time. Lots of growth. Our clients, many of them who sold medical cannabis also began selling adult use or recreational cannabis at that time. And that was very good for their business and for our business. It's been really an exciting change in Colorado and in the other states that have legalized adult use marijuana. We now see, a stronger community there, stronger businesses. We see, in many cases, the use of cannabis in teenagers declining, as well as the use of other drugs. So I think it's been very, very positive overall. In addition, the state has received millions and millions of dollars of tax revenue, which goes to schools and other projects to help the community. Mm-hmm. So your softwares help ensuring that the regulations will be followed, exactly. That there will be no laws broken by the industry. So you're also part of proving that regulation and legalization is working? Yes, we really believe regulation is the way forward. The cannabis industry will never be able to come out of the black market. The cannabis legalization cannot be successful without a regulated model. I think there's just too much fear in the world
too much fear of diversion for any government to embrace a model that doesn't include a pretty strict regulatory component. That's both to ensure that the cannabis isn't diverted to people who shouldn't have it, to children, as well as to ensure that the tax benefits that can come to the state or the country from a regulated model flow as they should. Yeah. So you've changed your office in the last years. Now you're here like in the best area in the middle of Denver. Can you tell us a little bit about how this change went on? And yeah. Sure. We were a virtual company up until just a little over a year ago. So we had employees mostly working from their homes in a variety of different states all around the country, and it worked really well for us. And we're still what I would call mostly virtual. So we have consolidated most of our staff in the Denver area. We got these offices in the historic Clock Tower building on 16th Street Mall just over a year ago. And many of our team come in weekly for meetings or to meet with clients, things like that. But most people don't work out of the office every day. They still work from home 3 or 4 days a week. So it's been a great growth step for us that we now have a place where we can meet with clients and we can have meetings as a team, but we still have the flexibility of being a tech company and everybody working from home. Okay. And a really decent place, I have to say. Yeah, thank you. We like it. Yeah. We've seen on your website that you are supportive of some legalization groups. Probably you are also pro-legalization in your personal opinion. So how does MJ Freeway as a company support the legalization? Which groups do you support, and what was the history of this? We do support legalization, and as I mentioned before, we really believe that a regulated model is key. So we work closely with the organizations who are rolling out regulated legislation across the country. One of the most important ones is the Marijuana Policy Project. Our lead investor is the chairman of the board of the Marijuana Policy Project, and MJ Freeway supports the organization as well directly. They've really been the most effective in passing regulated models across the country in a variety of markets and really write good legislation. We also support the Drug Policy Alliance, which has been involved in a number of legislative efforts. And then we are strong supporters of the National Cannabis Industry Association. That's the industry association for businesses, whether touching the plant or ancillary businesses like ours, that operate in the cannabis sector. That organization is really strongly focused on two main issues. One is tax reform, because there are some difficult tax laws for cannabis businesses in the US. And the other is really on providing banking access for cannabis businesses, which is also really a challenge. My business partner, Jessica Billingsley, serves on the board of directors of that organization, and we support them financially as well. Wow, that's great. Okay, so is there anything you want to tell our German viewers from your standpoint? I am delighted to see Germany embracing the idea of a regulated cannabis model. I think that it's incredibly important both for medical patients who need access to cannabis to help treat their conditions, but also I feel that it's really an important thing for any country, any economy to do, to provide its citizens with the ability to enjoy some cannabis as people might enjoy a glass of wine or a beer at the end of the day. And move in that direction. There can also be significant financial benefits to the economy itself, with tax revenues going to support important social programs. So I'm delighted to see Germany moving ahead, and know, citizens of Germany, that we support you. Okay, thanks a lot and wish you all the best. Thanks so much. Ja, hi Brett. Hallo. Oh, Brett. Du bist ein deutschsprachiger Mitarbeiter der Firma MJ Solutions. Glücklicherweise hast du dir jetzt noch mal ein paar Minuten Zeit genommen, um hier noch mal mit uns zu sprechen. Vielen Dank. Gerne. Wie kommt es, dass du Deutsch kannst? Was ist die Geschichte? Ja, also Deutsch hat mich interessiert in der Schule, und ich habe in der 9. Klasse, also mit 14 Jahren alt, angefangen Deutsch zu lernen in der Schule. Und an der Uni hat es die Möglichkeit, weiter zu lernen, weiter zu studieren, und das habe ich gemacht. Das war eben mein Hauptfach an der Uni, und ich habe ein Jahr verbracht in Österreich, um dort zu studieren, an der Uni Graz.
Das ist also im Südosten von Österreich. Die zweitgrößte Stadt von Österreich ist Graz. Und ich habe eben dort studiert und nach der Uni habe ich 2 Jahre in Österreich und Liechtenstein gearbeitet. Und ich habe viel Erfahrung mit Deutsch. Ja, das merkt man. Du kannst wirklich gut Deutsch. Danke. Schön. So, kommen wir zu eurem Unternehmen, MJ Solutions. Deine Vorsitzende oder Geschäftsführerin hat uns ja schon ein bisschen was erklärt. Ihr vertreibt vor allen Dingen eine Software- und Consulting-Lösungen, also Beratungen für die Marihuana-Industrie. Was kann eure Software genau? Was macht die Software genau? Und Also unsere Software ist für Abgabestellen für diese Firmen sowie für die Anbauer. Und möglich dadurch ist, dass die Abgabestellen oder die Firma Übersicht hält auf alle Pflanzen, das sie haben. Und also bis zu Verkauf, also vom Anbau bis zu Verkauf halt. Also alles, was ein Samen überlebt. Das sind aber nicht die normalen blauen oder gelben Karten, die vom State vorgeschrieben werden, sondern das ist eine zusätzliche Identifizierung, die ihr da anbietet. Genau, das ist zusätzlich. Damit die Firma selber intern den Überblick behalten kann. Genau. Ja, wir haben das bei 1, 2 großen Growern auch gesehen, dass sie eben zusätzlich noch ein zweites Kärtchen dabei hatten mit einem Code. Ja, und das spielt bei der Buchhaltung auch eine Rolle, weil das ist also für den Verkauf selbst auch gemeint, also unsere Software. Ja, großartig. Ihr verkauft außerdem aber auch noch gleich einige Geräte, ja, genau. Scanner und ähnliches. Scanner, also Drucker, diese Geräte werden auch verkauft, also an Abgabestellen zum Beispiel. Ja. Also im Prinzip kann ein junger Cannabis-Unternehmer, der sein Business starten möchte, zu euch kommen und sagen, hier, ich habe hier einen Store, ich habe hier einen Grow, bitte beratet mich, bietet mir Software an, bietet mir Technologie an. Genau. Und wir bieten noch mehr an. Also wir können mit den Bewerbungen, mit den Anträgen an das jeweilige Bundesland helfen, also die Bewerbungen zu schreiben, damit die Abgabestelle also ein License bekommt. Wow. Okay. Genau. Und deine Kollegin hat ja schon gesagt, ihr seid in vielen Staaten aktiv. Da gibt es auch Staaten, wo das schwieriger ist, glaube ich, so eine Lizenz zu bekommen teilweise. Das stimmt. Also medizinisch gibt es 23 Bundesländer jetzt, die das erlauben. Also recreational, also nicht medizinisch, aber einfach zum Spaß halt. Das ist in 4 Bundesländern jetzt legal. Und wir sind in allen diesen Bundesländern, also haben wir Kunden. Ja, ihr seid außerdem auch ein bisschen weltweit tätig, also nicht nur in den USA. Genau. Ihr habt Kunden auch in anderen Ländern. Kannst du dazu noch was sagen? Unsere Softwareplattform ist zurzeit auf Spanisch und Französisch untersetzt. Das heißt, wir haben Kunden in französisch sprechenden Kanada und auch in Spanien, wo es Clubs gibt, wo man dort also rauchen kann. Auch andere Unterhaltung gibt es dort. Also das ist speziell für Spanien jetzt. Und wir haben von diesen Clubs haben wir auch Kunden. Und in Kanada wurde ja jetzt neu gewählt. Dort wird bald auch Recreational Cannabis legal, voraussichtlich. Wir hoffen, ja. Ja, und dann kommt ein neuer Boom auch noch. Wahrscheinlich. Ja. Wow, Wahnsinn. Ja. So, und eure Software ist jetzt schon in 2 Sprachen übersetzt. Ihr werdet aber grundsätzlich auch in der Lage, die auf Deutsch anzubieten, wenn es deutsche Unternehmen gibt, die Interesse haben. Das ist leicht zu machen, also auf andere Sprachen zu übersetzen. Ja, genau. Und dann würdet ihr quasi auch ein deutsches Unternehmen beraten, das so zum Beispiel medizinisches Cannabis anbauen will. Und wir verfolgen jetzt Deutschland, was dort passiert. Also sehr nah. Okay. Gut. Wie genau funktioniert euer Consulting? Ihr liefert nicht nur eine Software, sondern ihr beratet auch Unternehmer, zum Beispiel beim Cannabisanbau, ganz konkret, gebt ihr Tipps. Wie funktioniert das? Ihr geht in so einen Grow rein und guckt euch an, was die da machen? Oder? Ja, wir haben Leute, die das machen. Also das ist nicht mein Gebiet. Also ich bin ein Schriftsteller halt, also Autor, Writer. Und ich helfe mit diesen Bewerbungen. Also auf die Regierung vom Bundesland. Ja.
damit die Abgabestellen das Erlaubnis bekommen zu verkaufen. Halt. Also du oder weißt, dass die Anbauer anbauen können. Ja. Du weißt, wie man das zu schreiben hat, wie man Formulierungen wählt, wie man das richtig ausdrückt, damit die Behörde das auch akzeptiert. Ja. Also mein Hintergrund ist in der Entscheidungsfindung, aber von unseren 35 Mitarbeitern, wir haben auch Leute, die Experte sind bei Cannabis und sie unterstützen die Anbauer zum Beispiel und die Abgabestellen. Sie helfen damit. Ja, also nicht nur neue Produzenten, die gerade erst ihre Lizenz haben oder die ihre Lizenz holen, sondern auch Leute, die schon länger am Markt sind, die jetzt schon Cannabis produzieren, die aber sagen, es funktioniert nicht so gut bei mir, ich könnte mehr Geld verdienen oder ich habe hier gerade irgendwie ein Problem. Ja, sicher. Die kommen zu euch und ihr sucht dann nach Lösungen. Anstellen, ja, sicher. Auf jeden Fall. Das klingt nach einem sehr spannenden Business und ich glaube, da werdet ihr in den nächsten Jahren hier in Colorado noch viel zu tun haben. Ich denke schon. Es ist immer noch viel Bewegung in der Dispensary-Szene, es gibt viele Veränderungen immer und da ist, glaube ich, auch viel Arbeit für eine Firma wie eure. Ja. Und nächstes Jahr ist auch spannend für die USA, weil noch mehr Bundesländer entscheiden werden, ob sie weitergehen damit. Also Herbst 2016, also halt in einem Jahr, wird es noch Wahl geben und da wird noch so viel geschehen. Und was stellt ihr so fest, wenn ihr Deutschland beobachtet, die Situation in Deutschland? Habt ihr das schon länger jetzt beobachtet in den letzten Jahren und wie schätzt ihr die aktuelle Situation in Deutschland ein? Wann könnt ihr da am Markt präsent sein? Also ich bin bei der Firma seit 4 Monaten und seit dem Anfang habe ich also Deutschland angeschaut, halt, weil ich also Interesse habe und also Sprachfähigkeiten. Und in Berlin hat man also das Pilotprojekt haben sie abgelehnt, oder? Ja. Ja. Und das habe ich verfolgt, einfach. Okay. Ja. Und das war schon eine Niederlage, aber es wird protestiert im Gericht, oder? Ja, wahrscheinlich. Man weiß es noch nicht genau, aber wahrscheinlich. So. Und ja, in einem Jahr, in 2 Jahren wird wahrscheinlich was passieren in Deutschland. 3 Jahren vielleicht, denke ich. Und dann werdet ihr auch dabei sein. Hoffentlich. Was ist deine Hoffnung oder Vermutung? Wann wird Cannabis bundesweit auf dem Federal Level legal in den USA? Ich bin noch kein Experte, aber ich denke schon in 10 bis 15 Jahren. Okay. Ich schätze. Ja. Aber du glaubst, es wird passieren? Ja. Ja. Also ich bin 43 in meinem Leben, glaube schon. Ja. Okay, cool. Ja, wenn du jemals nach Deutschland kommen solltest, kannst du uns gerne besuchen. Ich würde euch gerne besuchen. In Berlin. Genau. Und wenn ich in Wien bin, könnt ihr mich besuchen. Weil ich bin auch in Wien. Ah, du bist oft in Wien? Ja, sicher. Ah, okay. Okay. We'll talk about that later. Okay. Vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Bitte schön. Viel Erfolg und alles Gute. Wir sind jetzt hier am internationalen Flughafen in Denver und bereiten uns auf unseren Weiterflug nach Washington DC vor, zur großen internationalen Drug Reform Konferenz, die dort stattfinden wird. Wir haben in den letzten 7 bis 10 Tagen hier in Colorado viel gesehen. Wir haben gesehen, wie die Legalisierung funktioniert. Wir haben vor allen Dingen gesehen, dass sie funktioniert. Es gibt hier keine Horden von bekifften Zombies, die durch Denver laufen. Denver ist eigentlich eine ganz normale Stadt, wie jede andere in den USA auch. Dass hier Cannabis legal ist, merkt man eigentlich nur, wenn man vor einer Dispensary steht. Ansonsten kriegt man das kaum mit. Woran man es noch merkt, das sind die Zahlen. Wenn man sich die Zeitungen anschaut und die Statistiken, die hier so kursieren, die Arbeitslosenrate sinkt kontinuierlich, die Preise für Wohnungen und für Lagerhallen vor allen Dingen steigen enorm. Und ja, insgesamt ist die Wirtschaft in Denver auf einem guten Kurs. Das liegt nicht nur an Cannabis, aber sicherlich auch. Und die meisten Leute, mit denen wir hier geredet haben, waren sehr zufrieden, sehr glücklich mit der Entwicklung, die Colorado und Denver in den letzten 2 Jahren seit der Legalisierung von Recreational Cannabis gemacht hat. Wir haben wenig Kritik gehört. Es gibt einige Leute, die sich Sorgen um die Jugend machen, aber weitestgehend scheint es doch tatsächlich so zu sein, dass die Bevölkerung Colorados mit der Entwicklung einverstanden ist und eben die positiven Seiten sieht, die hier zustande gekommen sind.
Ja, jetzt fliegen wir zur großen Konferenz nach Washington DC und werden uns dort nochmal austauschen mit Experten aus den ganzen USA, aus der ganzen Welt, wie Legalisierung funktionieren kann und wie wir unsere Politiker auch dazu bringen, solch ein Modell umzusetzen. Denn ganz ehrlich, so kann es nicht weitergehen. Cannabiskonsumenten sind keine Kriminelle und wenn man hier mal in einem legalen Umfeld sieht, wie das funktioniert, wie Cannabiskonsumenten als ganz normale Menschen auftreten, dann merkt man einfach, nur so kann es sein, anders geht es nicht und wir müssen auch dorthin kommen. Also, ihr dürft gespannt sein auf die Bilder aus Washington und ich hoffe, dass unser Flug jetzt bald abgeht. Ja, wir sind jetzt aus Colorado hier angekommen an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Hier in Virginia, Arlington, findet die große Reform-Konferenz der Drug Policy Alliance statt. Über 1400 Menschen aus 71 Ländern beteiligen sich hier an dieser internationalen Konferenz zur Drogenpolitik, zur Legalisierung, zum Ende des weltweiten Kriegs gegen die Drogen.